So, und hier habe ich einen nicht ganz mal so schönen Holztopf. Also ich mag, wenn er so ein bisschen wittert, eigentlich alt aussieht drin. Genau. Ist jetzt keine Folie drin, müsste ich dann reinmachen, wenn ich das mit Nassen mache. Ich habe mich entschieden, das Wasser wegzulassen, nehme trotzdem den grünen Steckschwamm, um einfach hier so eine Basis unten drin zu haben. Aber man kann natürlich auch den Trockensteckschwamm nehmen. Ich schneide ihn noch nicht so gerne und das sind immer so diese größeren Körner. Ich arbeite lieber mit dem grünen Steckschwamm. Dann habe ich einen, ja, so aus kleinem, also aus Reisig hatte ich mal so ganz einfachen Kranz geschlungen. Genau, und den hatte ich jetzt noch gar nicht in Anwendung. Und heute, als ich die Spraydose rausgeholt habe, dachte ich, ach komm, der kriegt jetzt einfach ein bisschen weißen Anstrich. Und durch Zufall, war wirklich nicht geplant, passt das gerade zum Umfang von dem Topf. Das heißt, so habe ich mich entschieden, dass der genau hier reinkommt. Dann habe ich hier Tannengrün. Das werde ich hier unten reinlegen. Das heißt, hier gibt es schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen Weihnachten anmutend. Das heißt, so ein bisschen kommt hier einfach rein. Das decke ich auch und einfach hier so dazu. Das heißt, schon ist hier unten das grüne Steckschwamm schon versteckt. Dann habe ich von der Kreativmesse dieses süße kleine Förmchen, schon so ein bisschen so altertümlich fertig. Deswegen dachte ich, ich nehme jetzt gar nichts von meins, weil ich noch extra einfärbe. Und dachte, das passt super mit diesem Grau, also dieses ältere hier zu diesem alten Topf. Aber dann hier noch eine Kerze und hier ein kleines Häuschen in weiß. Und dann mache ich jetzt nur noch einen kleinen Stock oder einen kleinen Ast, dass ich den so ein bisschen fixieren kann. Den stecke ich einfach hier in den Steckschwamm rein und dann hat das Häuschen schon auch seinen festen Platz. Die Kerze, sie kommt auf diesem Förmchen daneben. Jetzt muss ich nur überlegen, ob ich irgendwas kleines Weißes wäre eigentlich noch schön hier. Ach, guck mal. Das wäre doch super nett. Das heißt, dann kommt hier noch einfach eine kleine Schneeflocke, Eisblume, die ich einfach hinstecke und ja, mache ich noch die Kerze an. Und rucki zucki ist ein wirklich kleines, winziges, dekoratives Töpfchen entstanden, egal ob es am Eingangsbereich hinstellt, auf die Treppe, im Flur, auf den Tisch. Ich finde es einfach nett. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ihr seht, man braucht da eigentlich nichts. Man kann da irgendwas ein bisschen zusammensuchen, was ein bisschen passt und schon hat man eine kleine, feine Dekoration. Macht's gut. Tschüss.